Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Ich bin Lisa und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Bruker. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus in Ettlingen und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. In der heutigen Folge begrüßen wir Dieter Meyer, Senior Technical Director Electronics der R&D der Biospin-Gruppe und auch stellvertretender Gesamtentwicklungsleiter. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit einem langjährigen Mitarbeitenden, der seit über 30 Jahren ein fester Bestandteil von Bruker ist. Gemeinsam werfen wir einen Blick zurück auf die Entwicklung des Unternehmens und die persönlichen Erfahrungen, die ihn all die Jahre begleitet haben. Wir erfahren, was ihn ursprünglich zu Bruker gebracht hat und was ihn bis heute motiviert, Teil des Teams zu bleiben. Los geht's! Herzlich willkommen, Dieter. Ja, hallo Lisa. Schön, dass du bei uns bist heute. Danke. Möchtest du uns vielleicht auch mal erzählen? Also du hast deine Rolle innerhalb der R&D jetzt schon einige Jahre. Gibt es denn was du uns erzählen möchtest, was du auch zum Beispiel außerhalb jetzt deiner Tätigkeit bei Bruker gerne machst? Ja, wenn ich nicht bei Bruker arbeite, dann arbeite ich an meinem Haus. Wir haben ein 90 Jahre altes Haus. Und wie der Spruch eines Baumarkts in der Region sagt, es gibt immer was zu tun. Daher bin ich oft mit kleinen, manchmal auch mit größeren Projekten beschäftigt. Das mache ich sehr gerne und das Schöne daran ist, man sieht auch gleich Ergebnisse. Ich koche gern mit der Familie oder auch mit Freunden. Und da ich in England aufgewachsen bin, wo Golf ein Volkssport ist, spiele ich, seit ich Teenager bin, und auch heute noch regelmäßig und leidenschaftlich gern Golf. Das tut mir nicht nur körperlich gut, das ist auch eine sehr gute Übung in Sachen Achtsamkeit. Man kann nicht halbwegs gut Golf spielen und gleichzeitig mit den Gedanken woanders sein, zum Beispiel bei der Arbeit. Daher ist es ein sehr guter Ausgleich. Ja. Schön. Dann wird es auf jeden Fall auch in der Freizeit nicht langweilig, wenn So ich ist das so es, höre. Was inspiriert dich denn, sowohl bei einer Arbeit auch bei Bruker als natürlich aber auch eben, wenn du dann diese Leidenschaften privat verfolgst? Was ist so deine persönliche Motivation, dein Antrieb? Also jetzt bezogen auf Bruker inspiriert mich, dass ich für ein Unternehmen arbeite, das sinnvolle Dinge für die Menschheit tut. Dass wir Geräte entwickeln dürfen, die unsere Kunden nutzen, zum Beispiel um Krankheiten zu bekämpfen, schädlings- oder dürreresistentes Saatgut zu entwickeln oder auch an neuen Batterietechnologien zu forschen. Das motiviert und inspiriert mich tatsächlich. Allerdings geht es im Tagesgeschäft leicht unter und das muss man sich immer wieder und das muss auch ich mir immer wieder vergegenwärtigen. Und dann inspirieren mich die Menschen, mit denen ich arbeite. Es gibt wirklich tolle Menschen bei Bruker, die ich sehr schätze, von denen ich auch größtenteils geschätzt werde. Man gibt viel, aber man bekommt auch viel zurück. Ja, absolut. Und genau um diese Menschen geht es auch hier in diesem Podcast. Und wie eben auch du gerade schon erwähnt hast, viele Mitarbeitende hier am Campus sind auch über 30 Jahre bereits ein Teil von Bruker, genauso wie du und gehören damit quasi ja auch mehr oder weniger zum Inventar. Und auch über die gesamte Zeit hast du ja auch die Entwicklung des Unternehmens hautnah miterlebt. Wir hatten zum Beispiel in der ersten Podcast-Folge auch schon darüber gesprochen, über die Tradition des Unternehmens, wo das Unternehmen herkam, eben auch die Zugehörigkeit beziehungsweise auch die Verwurzelung in Ettlingen beziehungsweise Karlsruhe mit der Gründung auch der Familie Laukin. Wie würdest du jetzt denn deinen Weg beschreiben, seitdem du eben bei Bruker bist? Und was hat dich vielleicht auch ursprünglich zu Bruker gebracht und vor allem auch über die ganzen Jahre hier gehalten? Mhm. Was hat mich zu Bruker gebracht? Ja, das mag aus heutiger Sicht etwas überraschend klingen. Ganz einfach die Suche nach Arbeit. Ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich in England aufgewachsen bin. Ich kam 1987 zurück nach meinem Studium dort und als frisch gebackener Ingenieur der Elektrotechnik. Heute haben Fachkräfte oft mehrere Firmen zur Auswahl und suchen nach Sinn und einer passenden Firma. Damals war man froh, überhaupt einen Job zu haben. Und so kam ich tatsächlich zu meinem Job. Was mich dann aber 37 Jahre gehalten hat, das sind im Wesentlichen die beiden Dinge, die ich eingangs schon erwähnt habe, die mich täglich inspirieren und motivieren.
die faszinierende und sinnvoll eingesetzte Technologie und zum anderen die Menschen. Das sind zum einen die Kollegen und Kolleginnen, aber eben auch die Chefs. Ich hatte das große Glück, dass ich durchgehend Chefs hatte, die mir vertraut haben und die mir vieles zugetraut haben. Und dadurch ist mein Verantwortungsbereich stetig gewachsen und ich konnte immer wieder Neues dazulernen. Und, das hält einen interessiert und deshalb bin ich immer noch dabei. Und Das ist super wichtig, genau, dass man da einfach auch immer wieder vielleicht täglich vor neue Herausforderungen mhm, gestellt wird und, ja, dann vielleicht auch sich selber beweisen kann, dass man das Ganze schaffen kann, vor allem auch eben, wie du schon gesagt hattest, gemeinsam auch mit den Kollegen. Ich denke, das ist auch hier ein ganz großer Faktor, den man hier auch nennen muss, eben diese Zusammengehörigkeit innerhalb von Bruker am Campus in Ettlingen. Man hilft sich, glaube ich, immer gegenseitig, man unterstützt sich eben auch das ist nicht so. nur Mhm. innerhalb der Abteilung, sondern ich glaube auch abteilungsübergreifend. Und, wenn wir jetzt eben gerade schon auch von Herausforderungen sprechen, du hast sicherlich gerade über die 37 Jahre, die du jetzt bei Brugger bist, schon einige auch größere Veränderungen, miterlebt. Wie, hast du die erlebt und wie haben vielleicht diese Herausforderungen oder Veränderungen auch das Unternehmen geprägt, so wie es dann jetzt eben auch heute ist? Mhm. Ja, die größte Veränderung war mit Sicherheit der Börsengang, ähm, der mit einer Verzögerung allerdings erst später dann zu einer Organisationsveränderung führte. Und hier lag der Fokus nun weniger auf lokalem Erfolg, sondern mehr auf standortübergreifender Zusammenarbeit. Mhm. Und, wie ist das denn also, das Unternehmen an sich, wenn sich das dann so verändert hatte, hast du das dann auch für dich in deiner eigenen Rolle gemerkt? Und welche Herausforderungen musstest du vielleicht für dich auch persönlich dabei überwinden? Ja, das war tatsächlich eine Herausforderung. Mir wurde damals dann nach dieser eben angesprochenen Organisationsveränderung, die Verantwortung der Elektronikentwicklung an den 3 Hauptentwicklungsstandorten der BioSpin anvertraut. Und das war nicht ganz einfach, weder für die 2 Drittel der Entwickler, die plötzlich einen Chef an einem anderen Standort hatten, ähm, noch für mich, der, erst ihr Vertrauen gewinnen musste. Und zudem wurde mir damals klar, dass ich jetzt mit einem Team von fast 100 Ingenieuren nun nicht mehr selbst entwickeln würde, zumindest keine Elektronikschaltungen. Ich habe allerdings große Freude daran gefunden, Menschen und insbesondere Führungskräfte zu entwickeln. Und so bin ich im erweiterten Sinne des Wortes, immer in der Entwicklung geblieben und das passt auch für mich heute noch. Und das ist auch super wichtig. Also, ich finde gerade eben das Thema, was du angesprochen hast, dass eben Führungskräfte entwickeln, das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ich denke auch als Führungskraft eben zu verkörpern, dass man eben vielleicht auch nicht eben die Dinge selber tut, sondern auch wirklich das Vertrauen in die Leute, in sein Team Mhm. setzt, Ja. dass diejenigen dann auch einfach die Experten sind. Also, ich denke, wichtig ist, als Führungskraft muss man auch nicht alles wissen und alles können. Man muss einfach da entsprechend seinem Team vertrauen, vielleicht da entsprechend auch die Handlungsspielräume geben. Und ich denke, das ist absolut, gegeben. Und, vielleicht, möchtest du auch so ein bisschen erzählen, wenn du jetzt von diesen Veränderungen gesprochen hast, du hast mit sehr vielen Leuten zu tun, du hast ein sehr großes Team. Was sind denn da, besondere Momente oder Ereignisse, die dir, in den letzten Jahren dann auch in Erinnerung geblieben sind? Ja, ich werde tatsächlich, den ersten von vielen Workshops, mit, meinen aus 3 Ländern zusammengestellten Teamleitern und Architekten, den werde ich nie vergessen. Das muss man sich mal vorstellen. Hier saßen 14 Menschen zusammen, die vorher bestenfalls nebeneinander und in manchen Fällen sogar gegeneinander gearbeitet haben, und nun als ein Team zusammenarbeiten sollten. Das war schon eine spezielle Situation. Ich kann mich sehr gut erinnern, wir wurden sehr schnell sehr ehrlich miteinander. Wir haben uns dann gefragt: „Was haben wir denn zu verlieren, wenn wir unser Wissen miteinander ungeschränkt teilen oder wenn wir zusammenarbeiten?“ Und da gab es auch Dinge, zum Beispiel die Erkenntnis, dass ich jetzt vielleicht nicht der Einzige mehr bin, der etwas kann. Und aber wir mussten auch zugeben und wir haben auch schnell gesehen, dass wir auch viel zu gewinnen haben. Synergien, weniger Doppelspurigkeiten und auch voneinander was lernen.
Das war keine Veränderung über Nacht. Es folgten noch viele weitere Workshops und wir hatten auch eine Menge Spaß miteinander. Und heute kann ich tatsächlich sagen, dass wir ein länderübergreifendes Team sind. Es sind übrigens bis auf 3, die inzwischen in Ruhestand sind, alle, die bei diesem ersten Workshop vor 11 Jahren dabei waren, heute auch noch dabei. Das ist super schön zu hören. Also, gerade auch eben diese Entwicklung, wenn man dann gemeinsam auch diese Herausforderungen überwindet. Ich glaube, das macht einen als Team nur noch Mhm. stärker. Ja. Und vor allem das, was du auch gesagt hast, ein Wert, der, glaube ich, bei uns auch besonders zählt, dieses Thema Ehrlichkeit, hat auch, glaube ich, viel mit Fehlerkultur zu tun, auch einfach mal zugeben zu können, wenn vielleicht auch mal was nicht gut gelaufen ist. Und das für mich ist auch so ein bisschen die Grundlage eben dann auch für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, Ja. was super wichtig ist, glaube ich, um auch im Team erfolgreich zu sein. Mhm. Jetzt haben wir damit schon so ein bisschen die Unternehmenskultur natürlich auch angerissen. Wie hat sich die denn für dich, im Laufe der Jahre verändert? Sehr stark, würde ich sagen. Als ich, bei Bruker anfing, da war der Führungsstil noch sehr hierarchisch, vielleicht kann man auch sagen patriarchisch. Tatsächlich waren unsere damaligen Chefs, auch meiner, das waren die Männer der ersten Stunde von Bruker und die hatten enormes Wissen. Ähm, und sie haben im Wesentlichen die Richtung bestimmt und die Mitarbeiter haben ausgeführt. So war das damals und ich glaube, das war für die Zeit damals auch angemessen. Heute würde das aus 2 Gründen gar nicht mehr gehen. Zum einen entwickeln sich die Technologien, in denen wir arbeiten, so rasant, gerade in meinem Bereich Elektronik und Embedded Software oder Firmware, da ist es unmöglich für die Chefs, in allem der Beste zu sein. Für mich ist es schon gar nicht möglich, aber auch, wie du schon gerade angesprochen hast, auch die Teamleiter heute haben eine andere Rolle. Sie müssen nicht immer die besten Fachleute sein. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, dass sie die Randbedingungen für ihre Teams schaffen, sodass deren besten Fachleute, möglichst effektiv arbeiten können. Also, das ist ein starker kultureller Wandel. Der andere Grund, warum es heute nicht mehr gehen würde, ist, insbesondere in Bereichen, wo Kreativität und Innovation gefragt ist, was in der R&D ja zweifelsohne der Fall ist, wird eine stark hierarchische Struktur mit der Generation von heute gar nicht mehr funktionieren. Diese Generation erwarten eher flache Strukturen mit viel Gestaltungsspielraum. Und auch das hast du schon angesprochen, was sich auch stark geändert hat, ist die Fehlerkultur. Wenn früher etwas schief ging, dann war die erste Frage: „Wer ist schuld?“ Ähm, und das führte dann dazu, dass man Probleme so lange, wie man irgendwie konnte, für sich behielt, nach dem Motto: „Es könnte ja noch klappen“, ähm, bis sie dann erst ganz zum Schluss, hochpoppten. Und heute, glücklicherweise, wird nicht mehr gefragt: „Wer ist schuld?“, sondern: „Was können wir daraus lernen?“ Oder: „Wie können wir vermeiden, dass sowas wieder passiert?“ Und so eine Kultur macht es überhaupt erst möglich, dass man früh über Risiken und Probleme spricht. Absolut. Also, besonders wichtig, was du gesagt hattest, finde ich unter anderem eben auch noch mal diesen Vergleich zu dieser jungen Generation, die jetzt eben nachkommt, die da einfach Mhm. auch 'n ganz andere Anspruchshaltung an die Arbeitswelt hat, die da einfach auch so 'n bisschen, glaube ich, versucht, sich selber zu verwirklichen. Auch grade Mhm. Sinn und Zweck ist da besonders Ja. wichtig. Aber auch das, was du früher was du vorher gesagt hast, wie es früher war. Du bist hierher gekommen, weil du 'n Job gesucht hast, ne? Du warst auf der Suche nach 'nem Job. Heutzutage ist einfach das Angebot aktuell deutlich größer. Das heißt, was ich auch so immer mitbekomme, dass es doch eher auch dazu tendiert, dass die Leute nach, ja, 3 bis 5 Jahren im Durchschnitt ihren Arbeitgeber regelmäßig wechseln, dass das auch vielleicht eher angesehen wird als, positiv, weil man einfach dann auch natürlich unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen sammeln kann. Mhm. Aber trotzdem finde ich es schön, wenn man gerade eben mit Teams so lange arbeitet, wie du es jetzt getan hast. Ihr seid, mindestens seit 11 Jahren dann ein Team nach eurem Workshop. Glaube ich, entwickelt sich auch ganz viel Positives. Man Mhm. kennt sich mittlerweile, man weiß, wie man am besten zusammenarbeitet, man kennt die Stärken und Schwächen voneinander. Man hat eine vertrauensvolle Basis, auf der man Ja. zusammenarbeiten kann. Deswegen
für mich auch immer so ein bisschen diese Frage, weil es wichtiger ist natürlich, die Mitarbeitenden auch für das eigene Unternehmen dauerhaft zu begeistern und auch eben versuchen, langfristiger an das Unternehmen zu binden. Was sind denn für dich da entscheidende Maßnahmen, um genau dieses Ziel zu erreichen? Ja. Ja, das ist so. Das, lesen wir auch in den Nachrichten oder hören wir in den Nachrichten jeden Tag. Wir stehen heute quasi mit anderen Firmen im Umfeld unserer 3 Entwicklungsstandorte im Wettbewerb um die verfügbaren Fachkräfte. Äh, Es ist weder selbstverständlich, dass sich die Leute für uns entscheiden, wenn sie von uns dann ein Angebot bekommen. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr ein Vorstellungsgespräch mit einer Ingenieurin, einer wirklich sehr, sehr guten Ingenieurin, die von uns ein Angebot bekommen hat oder hätte. Und sie verabschiedet sich mit den Worten: „Tolle Firma, Sie sind für mich in der engeren Wahl." Das ist die heutige Realität. Und noch ist es selbstverständlich, dass unsere Mitarbeiter bleiben, besonders wenn sie einen Anruf von einem Headhunter bekommen, was übrigens öfters passiert, als wir denken. Und dies zu verhindern, ist harte Arbeit. Da stimme ich dir zu. Also, ich glaube, das ist das, woran wir einfach täglich arbeiten müssen. Da müssen wir, glaube ich, einfach gesamt als Unternehmen auch versuchen, unsere Stärken herauszuarbeiten. Das, was du ganz am Anfang auch gesagt hattest, eben was wir auch Positives für die Gesellschaft leisten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir als Unternehmen eben auch nutzen müssen, um die Menschen bei uns auch eben für uns zu begeistern. Gibt es denn konkrete Maßnahmen, die du vorschlagen würdest, beziehungsweise die du dir wünschen würdest oder einfach als Idee hättest, wie man dann das umsetzen kann mit dieser langfristigen Bindung der Mitarbeitenden? Ja, das Gesamtpaket muss einfach stimmen, und, dazu zählen sichtbare und weniger sichtbare Faktoren. Ähm, Zu den sichtbaren Faktoren, da gehören die üblichen Dinge wie adäquate Entlohnung natürlich, moderne und ergonomische Ausstattung, Modelle für flexibles Arbeiten, die wir auch anbieten, auch moderne Arbeits- und Messmittel, Schulungen und Weiterbildungen gehören dazu, aber eben vor allem auch interessantes, kollegiales Umfeld und interessante Arbeit. Und in den meisten dieser Punkten können wir uns ganz gut mit anderen Arbeitgebern messen, aber wir haben da noch Luft nach oben. In meinen Augen mindestens genauso wichtig sind die eher nicht so sichtbaren Dinge. Ähm, ein Gefühl der psychologischen Sicherheit. Ich meine damit, dass eine offene Kultur, in der die Mitarbeiter auch kritisches Feedback geben dürfen, ohne Angst, dafür bestraft zu werden. Flexibilität und Gestaltungsfreiräume. Kreative Menschen blühen auf, wenn man ihnen die Straße teert, die Leitplanken setzt und sie innerhalb dieser Leitplanken rennen lässt. Micromanagement dagegen ist Gift, in Bereichen, wo wir von Mitarbeitenden Innovation erwarten. Und das versuchen wir in der R&D auch zu vermeiden, dieses Micromanagement. Wie gesagt, das Gesamtpaket muss stimmen. Aber wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in der R&D bei fast 18 Jahren liegt, und eben nicht nach 3 bis 5 Jahren jeder den Job wechselt, dann sagt es schon einiges. Das ist befriedigend, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Definitiv. Also, ich glaube, das ist was, da müssen wir einfach anknüpfen an dem, was wir bisher schon geschaffen haben. Also, 18 Jahre ist schon ein Wort bei der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit. Von daher können wir euch da sicherlich auch als Vorbild nehmen, für das Unternehmen. Und, ich glaube, da liegt es einfach auch an jedem, immer dafür zu sorgen, dass dieses Gesamtpaket dann letztendlich auch stimmt. Mhm. Wir hatten jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, wie du, Bruker erlebt hast, in deinen 37 Jahren Betriebszugehörigkeit. Jetzt, möchten wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wenn du könntest, welche 3 Dinge würdest du dir denn für die Zukunft von Bruker wünschen? Ja, ich habe Wünsche, und, die haben tatsächlich alle damit zu tun, dass wir uns eben nicht darauf ausruhen dürfen. Und ich erwarte die Erfüllung dieser Wünsche übrigens auch nicht nur von anderen. Ich erwarte sie auch von mir selbst und bin bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass sie in Erfüllung gehen. Mein erster Wunsch ist, dass wir auf dem Weg zum internationalen Konzern, der zweifelsohne Strukturen und Prozesse braucht, aber nicht die Werte verlieren, die uns groß und erfolgreich gemacht haben.
Das wäre zum Beispiel der Innovationsgeist und die Kreativität, auch wenn die manchmal mit etwas Unberechenbarkeit verbunden ist. Und ich wünsche mir, dass wir neben der Ergebnisorientierung, die wir zweifelsohne brauchen, auch die Menschenzentriertheit nicht verlieren. Der Unternehmer Richard Branson sagte mal: Kümmere dich um deine Mitarbeiter und dann werden die sich um die Kunden kümmern. Und damit habe ich in der R&D tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht und konnte diesen Effekt beobachten. Ob das jetzt der CNC-Fräser in der Prototypenwerkstatt ist, der ein kritisches Teil nach Feierabend fertig, dass seine Lieferung zu Quartalsende noch raus kann, oder der Firmware-Entwickler, der bis in die Nacht am Computer sitzt, bis ein kritischer Bug gefixt ist. Dazu könnte ich bestimmt noch ein Dutzend weitere Beispiele nennen. Das sind Mitarbeitende, die nicht nur das Nötige tun, sondern die berühmte Extrameile gehen. Und ich bin sicher, das werden sie auch weiterhin tun, wenn sie weiterhin wahrnehmbar spüren, dass ihr Einsatz gewertschätzt wird. Das war mein erster Wunsch. Der zweite ist, dass wir in Dingen, die wir neu hinzugewonnen haben, nicht wieder zurückfallen. Ist zum Beispiel die bereits erwähnte positive Fehlerkultur oder Empowerment statt Micromanagement. Besonders in der Pandemie haben wir trotz allem, was schwer war, einige sehr positive Dinge hinzugelernt, wie neue flexible Arbeitszeitmodelle, Stichpunkt New Work, die geprägt sind von Vertrauen statt Kontrolle. Und hier wünsche ich mir, dass wir der Versuchung standhalten, alles wieder kontrollieren zu müssen, insbesondere wenn der Druck in Projekten steigt. Und drittens, mein letzter Wunsch betrifft das Thema Nachhaltigkeit. Unternehmen, die nachhaltig Erfolg haben, haben ihr Augenmerk in der Regel neben den Kunden und Investoren, das sowieso, aber auch auf andere Stakeholder im System. Dazu gehören natürlich die Mitarbeiter, aber auch Lieferanten, Kommunen und die Umwelt. Wird eine dieser Säulen vernachlässigt, wirkt sich das nicht gleich aus, aber langfristig gerät etwas aus dem Gleichgewicht. Und mit den diversen ESG-Initiativen, ESG steht für Environmental, Social und Governance, hat Bruker hier erste gute Schritte getan. Und es ist auch gut so, denn ich bin davon überzeugt, dass solche Themen in Zukunft von größerer Bedeutung werden. Nicht zuletzt, weil sich auch potenzielle neue Mitarbeiter Firmen aussuchen werden, die nachhaltig wirtschaften. Hier wünsche ich mir, dass Bruker ESG aus Überzeugung weitermacht und wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät, dass wir den Kurs korrigieren. Das waren 3 große Wünsche, ich gebe es zu, aber wir haben ja auch bald Weihnachten. Übrigens haben alle 3 mit Werten zu tun. Ja, und vielleicht ist es ja auch das Vorrecht, wenn man, wie du vorhin gesagt hast, zum Inventar gehört, dass man sich solche Dinge wünschen darf. Und wie bereits zu Beginn gesagt, ich erwarte die Erfüllung dieser Wünsche nicht nur von anderen, ich erwarte sie auch von mir selbst und bin bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir nachhaltig erfolgreich bleiben. Und wenn wir das tun, bin ich zuversichtlich, dass Bruker nach inzwischen über 60 erfolgreichen Jahren, auch nach 100 Jahren, noch eine erfolgreiche und für Mitarbeiter attraktive Firma sein kann, die sich von anderen Unternehmen positiv unterscheidet. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass eben jeder sich auch selber bewusst ist, dass er einen kleinen Teil dazu beitragen kann und wir gemeinsam an der Erfüllung von deinen Wünschen hoffentlich arbeiten können. Und damit möchte ich mich bei dir bedanken, Dieter, für diese spannenden Einblicke. Das war's für heute bei We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns doch gerne, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen mehr. Wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Tschüss!